So, immer noch in der verrückten, französisch angehauchten Stadt unterwegs mit Kim. Wir haben jetzt eben gerade noch mit den beiden Leuten da unten gesprochen, die offenbar den Krieg miterlebt haben. Und die Stadt hat immer noch Stellen, wo man sehen kann, wie die Sache ausgegangen ist. Die haben eine ganz eigene politische Meinung, die Typen. Ja, ein bisschen was erfahren über die ganze Politik in dem Spiel. Und jetzt gehen wir mal weiter und erkunden hier den Westteil, bevor wir oben die Leiche uns holen gehen. Das ist den Teil. Das Münzpfannrohr ist beschädigt und funktioniert nicht mehr. Richtung Kreisverkehr Nord. Richtung Kapazität Apartments, Bootsanleger von Martinez. In der Anzeige steht Fenster kaputt, Tipps beschafft Abhilfe. Hättest du eine Tüte in der Hand, könntest du diese Flasche vielleicht einsammeln verkaufen. Du hörst das entfernte Geschrei von Seevögeln. Komm schon, Hicks, die Nacht ist noch jung. Gelbe Plastiktüte haben wir jetzt. Auf dieser Plastiktüte steht Fritte, Sick, geschrieben auf einer dynamischen, energische Weise, die großartige Preise vermuten lässt. Als du sie aufreißt, stößt dir ein malziger Duft ins Gesicht, riecht nach Hefe und Bier, der perfekte Platz für etwas Tara. Lege sie an, um Tara von der Straße aufzusammeln. Eine Gabel vom Einschusslöcher zieht sich über die Mauer. Okay, dann mache ich das doch einfach mal, oder? This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? Ich könnte halt Geld einwerfen, aber wir haben selber nichts. Was hat denn eine Touristenattraktion hier verloren? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. Was ist passiert? They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. I suspect that something was Everard Clare, the union leader. He muscled them out. It's how it usually goes around here. Ja, ich sage nichts. The lieutenant adjusts his collar. It's frisky outside. Nehmen. Die Sachen kann ich dann wahrscheinlich verkaufen, oder? Und da ging gerade irgendwas, ne? Ah, da.
Enthält 11 Flaschen. Das lebhafte Zirpen mit Zwitschern von Schwalben erfüllt die Luft. Eifenspuren, die aufs Dach führen. Schneematsch und Regen haben sie fast vollständig fortgewaschen. Ein uralter Springbrunnen, er pumpt kein Wasser mehr, in ihm wächst ein Baum. Ja gut, dann gehen wir jetzt da einfach mal rüber, oder? Moment, da gibt's noch Flaschen. So, wie viel haben wir denn jetzt? 17 Flaschen haben wir. Können wir die irgendwo verkaufen? Den Einband dieses Buches zieren eine Rose, eine Pistole und eine irgendwas. Auf dem Umschlag ist ein von Flammen umgebener, überaus muskulöser Mann abgebildet. Dies ist ein Buch über Pasteten. Dieses Buch, du verstehst nicht so recht, worum es daran geht. Das erscheint dir auch nicht wichtig. Ein Buch über die Kultur der Boidairos. Es rät zur Freiheit und empfiehlt das Glück stromaufwärts. Ein Buch über die Zukunft, in der die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger liest. Hello, sir. Step right in. The store is open. Ein kleines Mädchen mit rotem Pausbäckchen winkt dich mit einem Lächeln herbei, die Nase rot von der Kälte. Hallo. Are you interested in a new and exciting book? Sie stapft mit den Füßen auf, um sich zu wärmen. Was ist das überhaupt für ein Laden? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Oh je, das wissen wir doch. Sei nicht albern, das weiß ich doch alles. You're fooling nobody. Ich habe gesagt, dass ich mich mit dem Kram auskenne und das ist auch gut so. Das ist auch so, Gottverdammt. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Darf ich ein paar Fragen stellen? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Wie heißt du? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organizing the stock. Das Mädchen starrt das Fenster an, reißt dann aber plötzlich mit einem Ruck die Augen auf, als erinnere sich an etwas. Feel free to step in and browse our wares. Und du stehst hier draußen in der Kälte, weil? I'm signaling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people.
Du bist wirklich ein toughes Mädel. Weißt sogar schon harte Arbeit zu schätzen. Du tätschelt ihr den Kopf. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. Sie lächelt und steht stramm wie eine kleine Soldatin. Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein oder so? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Ist die Schule nicht wichtiger als das hier? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Okay. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Wie laufen die Geschäfte? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Verflucht? Wie meinst du das? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Sie sucht nach dem richtigen Begriff. Bankrott? exactly. But we've been doing fine so far. Ich glaube nicht an Flüche. They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. Es sind die üblichen Mechanismen des Kaufens und Verkaufs, mein Kind. Die meisten Leute haben dabei keinen Erfolg. Of course, sir. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was hat das mit diesen Krimis auf sich? Was für ein Ding? Crime fiction is about murders or Krimis. burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Okay, kapiert. Auf Morde in Kriminalromanen fahren die Leute ab. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Ich bin übrigens selbst ein Polizist. You don't look much like a policeman. Sie mustert dich, als würde sie nach etwas suchen, das darauf schließen lässt, dass du Polizist bist. Naja, wie sieht ein Polizist denn aus? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Zeigt auf einen Einband, auf dem du einen Bilderbuchoffizier aus Vespa siehst. Er steht mit grimmiger Miene über die Leiche einer Frau. So oder so, der Körper ist bei der Polizeiarbeit nicht entscheidend, sondern vielmehr, du deutest auf deinen Kopf. Head? Yes. No, your mind. Einen wieselflinken Verstand. Dieser Mullen sieht aus, als brauche er 4 Stunden, um sich auch nur eine Idee einfallen zu lassen. No, he's wicked smart in the stories. Klar, wenn der Autor das ganze Denken für ihn übernimmt, echte Polizisten müssen selbstständig denken und handeln. Like you, sir. Of course. He's just a fictional character. He's no match for you. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Das Bild von Dick Mullen auf dem einen Mann scheint dich mit strengen Missfallen anzustarren. Unruhige Körpersprache, einmal Angst vor dem Flug. Beherrschung.
Okay, ich werde jetzt etwas schlussfolgern. You fail to deduce anything substantial. She waits intently. Da ich ein Detective bin, schlussfolgere ich, dass du sehr klein bist. Come on, don't be silly. That's not a proper deduction. Was sind Nee, wer sind diese Berühmtheiten? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Sie kratzt sich an ihrer kälteroten Wangen und fährt dann fort. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Die zu lesen macht die Leser nicht berühmter, oder? But it does make the famous people more famous. Berühmtheit ist etwas für eingebildete Leute. Da habe ich Besseres zu tun. Okay, sir. Du musst mich ständig mein Herr zu mir sagen. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Ja klar, bei der nächsten Person, die vorbeikommt, musst du dann wieder höflich mein Herr oder meine Dame sagen. Yes, sir. Lächelt entschuldigend. Okay, tschüss. Man sieht sich an nett. Ja, gehen wir in die Hütte rein. Geht nicht. Man kann nicht ins ins Haus rein. Ja, wir bräuchten jetzt eigentlich mal eine Möglichkeit, wo wir die Flaschen verkaufen können, oder? Ein einsamer Kormoran blickt aufs Meer. Bei deiner Annäherung bleibt er völlig unberührt. This is a wall on the side of an apartment building. Konzeptbildung unmöglich. Warum starre ich denn diese Wand an? Oh, da ist der... Der denn da? Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Apparently, she doesn't like people standing behind her back. Logic error. She is not sleeping right now. Pigs come to take me out, trying to snuff me out. Nein! Wie kommst du überhaupt auf sowas? Then why are you sneaking up on me like that? It's not a good idea to scare me, pig. Not a good idea at all. Ich glaube, den Gör müsste man mal Manieren beibringen. Ein Gartenschlauch, mit dem ist nichts anzufangen, bis der Schnee schmilzt.
Stühle und Tische an den Regen und Verfall ihrer Spuren Hey, hinterlassen what's that haben. noise down there? Ein Balkon mit Blick auf den Hinterhof und auf den Lynchmord. Vorhänge bewegen sich nur ein kleines bisschen. Von drin beobachtet dich jemand. It's been a week and now they show up? Ich könnte die Tür öffnen, ne? Weitere Einschusslöcher an dieser Mauer. Das hat ja nichts mit unserem Fall zu tun. Diese Fässer sind halb voll mit Regenwasser. Der Raucher dort oben könnte ein Zeuge sein. Sprich mit ihm. Ja. Wie man versucht, in diesem Gewächshaus Kräuter anzubauen. Was haben wir denn hier? Heilgegenstand. Orangene Pennermütze. Beanie-Mütze mit einigen verdammt großen Löchern an der Seite. Es sieht so aus, als wäre die bei einem Raubüberfall als Maske verwendet worden. Reaktionsvermögen geht hoch. Rhetorik, Pen erhöhen. Es ist bloß eine geschlossene Tür, aber du betrachtest sie misstrauisch. Hat er nicht gesagt, dass im Zaun eine Öffnung ist? Okay, da kommen wir offenbar nicht weiter. Also ich könnte mit dem Typen reden. Vielleicht macht man das auch einfach. I knew I should have quit. There must be another way into the building. Oh, Geld. Und ein Heilgegenstand. Ich spreche mal mit ihm mal. It's been a week and now they show up? You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. Sagt er leise. Trotz der Kälte ist sein Hemd aufgeknöpft. Warum flüstern Sie? Das klingt, als ob Sie bereits Ärger hätten. There's no trouble. I'm just speaking in a lowered voice. Okay, da ist ein Code. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Es ist so geil, ne? Auch vorhin mit dem Werf die Kugel, dass dein inneres Ich dich halt immer beeinflusst. Das ist echt so nice. Habe ich in keinem Spiel bis jetzt gesehen. Die Gendarmerie muss tatsächlich unbedingt mit ihnen reden. Is it really that important? Sagt er und bringt sein Hemd in Ordnung. Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring windows. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Verraten Sie mir Ihren Namen? My name? My name is Martin Martinez. Okay, Martin Martinez. Martin Martinez? Good local name. Let's go with that. Sie haben einen guten Ausblick über den Hof von Wörling.
Können Sie mir etwas über über die Erhängung sagen? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? We will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Hä? Wait, is someone else investigating the lynching? Waren Sie das? Du siehst Kim an. No, not you two. Some more muscular type. Ein muskulöser Typ. And when did you speak to this more muscular gentleman? Der Lieutenant nimmt sein kleines blaues Notizbuch heraus und schreibt etwas auf. Last week? I don't know. Look. Er betrachtet wieder eingehend den Hof. Überall stehen alte Verandastühle und tote Hauspflanzen herum. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? I had a friend over. Was für ein Freund. It was my Sunday friend. Wie heißt Ihr Freund richtig? Hat er was gesehen? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. In the neighboring windows, you can see faint reflections of his silhouette, all from different angles. Na schön, reden wir später. No. We won't. Er zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette und drückt sie dann auf dem Balkon aus. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. 42%, das ist nicht viel. Ich probiere es mal. Time to bring out your secret charm. Tears and begging. Show him your emotional side. Throw yourself before his very feet like a dog. Oh Gott! Was wollen Sie von mir? Muss ich etwa heulen, ja? No, for God's sake, I don't want you to cry. Er macht einen Schritt zurück und sieht sich um. Er ist offensichtlich verstört. Listen, I really have to go. Mit einer Handbewegung lässt er die ausgedrückte Zigarette über das Geländer segeln. Good luck with the investigation. Ja. Der verpisst sich jetzt. Neuer Auftrag, der Raucher auf dem Balkon. He's gone. Der Lieutenant steckt sein Notizbuch weg und sieht dich an. Wir sollten ihm hinterherlaufen und herausfinden, wo er hin ist. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Also geben wir einfach auf? He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. There has to be a way of getting inside the building. Once we've found a way in, we can ask around for his apartment. Super, machen wir das. Wir müssen also einen Weg in das Gebäude finden, wahrscheinlich von der anderen Seite. Da oben ist irgendwas. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Drehst den Stein um. There's a key beneath it, rusty from the dirt. Ach, ein Zweitschlüssel. This must be for the front door. Pity it doesn't have the apartment number on it. This building has hundreds of apartments. Wie finden wir nur die richtige? We'll just have to go in and see. Du legst den Stein wieder in. Okay. Wir haben jetzt 75.
Ich habe immer noch die scheiß Tüte, ne? Der Rauch auf dem Balkon. Höre dich nach der Nummer seiner Wohnung um. Im Balkon des Wohngebäudes im Norden von Martinez stand ein geheimnisvoller Fremder und rauchte. Er weiß etwas über den Mord. Finde heraus, wo er lebt und befrage ihn erneut. Räumungsbescheid und verschwundene Haustiere stapeln sich übereinander. Klappbrille. Logik plus 1, Autorität minus 1. Dreckige Bohemier, wahrscheinlich ein Narkomane. Diese Klappsonnenbrille war in der alten Zeit angesagt, hat jedoch seitdem Beliebtheit eingebüßt. Ihre dünnen Drahtbügel aus Goldlegierungen erinnern an drogensüchtige Künstler. Heutzutage wird diese Brille nur noch von Buchhaltern des organisierten Verbrechens getragen, die gerne cool erscheinen möchten. Waschmittel. Ein altes Schuhregal, Stiefel, Turnschuhe und alte Pantoffeln. Wohnung 12. Aus dem Inneren dringt ein lautes Grollen des Schnarchen. Moos überwuchert die Badezimmerfliesen. Echtes Moos. Der Duschvorhang ist mit einer Art Schleim verklebt. Geld. Jemand hat einen 5-zackigen Stern an die Wand gemalt. Noch mehr Geld. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Du klappst. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. Du klappst erneut. A poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Wer ist da? Fragt eine Frauenstimme, misstrauisch und angespannt. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie die Tür. Do I have to open the door? Wieder hörst du das Klacken von Absätzen, als die Person auf der anderen Seite bis zur Tür kommt. Ihre Stimme hat nun einen abwertenden Tonfall. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. It's generally easier to do things if you have literally any reason. Na gut, wahrscheinlich hat sie sogar recht. Postkarte Boogie Street. Was ist das? Alkoholisches Getränk Commodore Red. Diese zerknüllte Postkarte zeigt einen Markt in der Boogie Street vor etwa 5 Jahren. Ein Verkäufer lächelt ins Bild, umgeben von seinen Hähnen, die der Reihe nach an seinem Stand aufgehängt sind. Das rote Blut verfließt in die schlammigen Straßen, während die verschwommenen Umrisse der Leute eilig vorbeiziehen.
Die Tür von Wohnung 9 ist abgeschlossen. Der Briefkasten quillt über. Ein Graffito reiche vor das Erschießungskommando. Give me a moment. Eine ältere Frau stützt sich auf ihren Besen. Ihre Fingerknöchel sind weiß wie Schnee. Sie scheint Atemprobleme zu haben. The cold never does any good for my bronchitis. Sagt sie und niest in ein schmutziges Taschentuch. Es wird nicht lange dauern. Ich habe nur ein paar Fragen. Go ahead then. What do you want to know, policeman? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Wer sind Sie? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Wohnen Sie hier? If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's barely bigger than a closet, but I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company, and that's all I need from this world. Ich suche Martin Martinez. Oh, you'll find plenty of Martins here. Don't you worry. Was meinen Sie damit? Das war kein Scherz. Pea-brain. Someone played a trick on you. Martin Martinez is a name for anyone who comes from Martinez, like Jim Jamrock or Raoul Ravachol. Okay. Ja, das war klar, dass er uns verarscht hat. Oops, you really didn't get the joke there. I thought it was obvious. Anyway, officer, we don't have the witness's name. Ups, das schien mir ja ganz schön blöd da. Einen jungen Mann suche ich. Mitte 20, dunkles Haar, dünn. Er raucht auf dem Balkon. Wissen Sie, wo er wohnt? Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Sie blickt zum anderen Ende des Ganges. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. What's he in trouble for? Er ist nicht in Schwierigkeiten. Ich möchte mich nur mit ihm unterhalten. Wissen Sie, wo er wohnt? Talk? Sie klammert sich fest an ihrem Besen und versucht zu Atem zu kommen. He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Abends ist er meistens zu Hause. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Ich habe einige Fragen zu diesen Wohnungen. Ask away, policeman. Ist einer der Bewohner im Urlaub? Der Briefkasten einer Wohnung quillt über. People come and go. I don't keep an eye on everyone. They probably just moved or died, hopefully somewhere else. Wer lebt in Wohnung 10? No one lives there. It's been empty for months. Aber ich habe durch die Tür mit jemandem gesprochen. Impossible. I would know if someone had moved in there. Sie hält inne und blickt den Gang hinunter. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Natürlich, ich gehe der Sache auf den Grund. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. Das war alles, danke. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief.
Danke, ich verabschiede mich. Okay, wir haben jetzt einen neuen Auftrag. Sie für die Putzfrau in Wohnung C nach dem Rechten. Laut Putzfrau sollte die Wohnung eigentlich leer stehen, aber sie ist definitiv bewohnt. Könnten Anhänger der Gegenkultur darin hausen? Geh der Sache auf den Grund und bereite dann der Putzfrau im Flur des Wohngebäudes von deinen Erkenntnissen. Auf einem Zettel steht Zwangsvollstreckung durch Martinez, Immobilien und Partner. Das ist quasi der Balkon. Unter dem Gitter huschen hunderte kleine Füße umher. Die Ratten der Stadt. Da hat jemand geschlafen vor kurzem. Das Mädchen draußen? Genug Kohle für mehrere Winter. Sie riecht nach Chemikalien. Bulle home. Elektrochemie, göttliche Hintern. Jetzt eine ordentliche Jeans anziehen, damit wir zumindest mal was aussehen hier. Was haben wir denn an? Schlaghose. Das hier ist jemands vollgepisste Partyhose mit Wichsflecken. Oh. Komm, wir ziehen uns. Wir ziehen uns mal die Jeans an. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something. Soft, yet crinkly. Du ziehst den Gegenstand aus der Tasche. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in sur-le-clay into the apricot-flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Ja. Ich würde sagen, Leute, wir legen mal hier einen Speicherpunkt an. Und dann schauen wir uns an, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bin gespannt. Wir haben uns jetzt ein bisschen eingekleidet. Ein bisschen besser sehen wir aus. Und dann gucken wir einfach mal, ja, was die weiteren Folgen so bringen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Wenn wir diesen Mordfall lösen, mal gucken, was dahinter steckt. Momentan sind wir noch ganz am Anfang. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.